Stellt euch eine winzige Insel vor, umgeben von türkisblauem Wasser und weißen Sandstränden. Willkommen auf Nauru, einem Fleckchen Erde mitten im Pazifik. Aber keine Sorge, das ist kein Urlaubsprojekt. Tatsächlich hat diese kleine Insel eine so finstere Geschichte, dass es selbst Hollywood-Regisseure vor Neid erblassen lässt. Drehen wir die Zeit zurück in die wilden 90er. Der Kalte Krieg ist vorbei, die Weltmächte ziehen sich zurück. In diese Lücke stoßen neue Akteure, die das globale Finanzsystem nach ihren eigenen Regeln formen wollen. Und Nauru, es wird zur perfekten Bühne für dieses Schattenspiel. Stellt euch vor, 400 Offshore-Banken auf einer Insel, die man in wenigen Stunden zu Fuß umrunden kann. Keine Kontrollen, keine Fragen. Eine Banklizenz, ein simpler Handschlag genügt. Es ist wie Las Vegas, nur dass hier mit echtem, schmutzigem Geld gespielt wird. Die Kundschaft liest sich wie das Who's Who der Unterwelt. Die russische Mafia macht den Anfang, wäscht hier die Erlöse aus Waffenhandel, Erpressung und Menschenhandel. Dann kommen die Drogenbarone aus Südamerika. Das berüchtigte Medellin-Kartell packt seine Kokainmillionen auf der Insel. Und als wäre das nicht genug, entdecken auch Terrorgruppen dieses finanzielle Schlaraffenland. Für Nauru ist es der reinste Goldrausch. Nach dem Versiegen der Phosphatreserven, der einzigen natürlichen Ressource der Insel, rettet dieses kriminelle Finanzimperium das Land vor dem Bankrott. Die Offshore-Geschäfte spülen Millionen in die Staatskassen. Die Elite schwelgt im Reichtum. Skrupel kennt hier niemand. Doch der Rausch der Korruption fordert seinen Preis. Die Schattenwirtschaft bläht sich auf, macht zeitweise ein Drittel der gesamten Wirtschaftskraft aus. Die lokale Bevölkerung aber lebt weiter in Armut, abhängig von Importen und Entwicklungshilfe. Die Gewinne aus den Briefkastenfirmen kommen nur wenigen zugute. Anfang der 2000er Jahre läutet die internationale Gemeinschaft das Ende der Party ein. Die OECD setzt Nauru auf die schwarze Liste der Steueroasen. Plötzlich wird es eng für die kriminellen Banker. Die Insel versucht ihr Image zu retten, schließt einige Banken und führt strengere Gesetze ein. Doch es ist zu spät. Der Ruf von Nauru ist ruiniert. Die Folgen sind verheerend. Die Briefkastenfirmen verschwinden, aber die Schulden bleiben. Über $1 Milliarde, mehr als das 10-fache des Staatshaushalts. Der Staat hatte sich hochverschuldet, um die Infrastruktur für die Offshore-Banken zu schaffen. Flughafen, Straßen, Bürotürme, alles auf Pump gebaut. Als die Schattenbanken verschwinden, bricht ein Großteil der Staatseinnahmen weg. Die Hauptgläubiger, australische und neuseeländische Banken, die Nauru zuvor großzügig mit Krediten versorgt hatten, drehen den Geldhahn zu. Der Staat steht vor dem finanziellen Kollaps. Auch juristisch gerät Nauru ins Visier. Die USA und Australien verklagen die Regierung wegen Beihilfe zur Geldwäsche. Der Fall geht bis vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Zwar wird der Staat am Ende nicht verurteilt, doch sein Ruf ist endgültig ruiniert. Das Erstaunlichste: die politische Elite Naurus, die am Offshore-System kräftig mitverdient hatte, kommt ungeschoren davon. Keine Gefängnisstrafen, keine Konsequenzen. Bis heute prägen Korruption und Vetternwirtschaft die Insel. Die normalen Bürger Naurus sind die wahren Verlierer. Sie sitzen jetzt auf einer bankrotten Insel, umgeben von paradiesischer Schönheit, aber mit düsterer Zukunft. Sie zahlen den Preis für eine Party, zu der sie nie eingeladen waren.